Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pathfinder mit mir, den Erzshadow. Und heute bin ich leider ein wenig angeschlagen, wenn meine Nase zu ist und so weiter. Tut es mir halt dementsprechend leid. Aber dennoch mache ich halt erstmal wieder eine neue Aufnahme für euch, damit ihr zumindest euren täglichen Content Pathfinder auf jeden Fall bekommt. Und wir wollen auch nicht lange schnacken, wir wollen ja auch gleich anfangen, wenn es euch gefällt und ihr mich trotzdem unterstützen wollt, auch wenn ich halt ein wenig angeschlagen bin. Dann lasst doch gerne ein Like da und ansonsten halt, wer noch nicht hat, ein Abo, damit es weiter vorangeht. Wie gesagt, täglicher Content von Pathfinder kriegt ihr von mir auf jeden Fall. Mit unserer Kitsune haben wir ja auch letztens das Labyrinth eigentlich abgeschlossen. Wir haben halt Dämonenpfad begonnen und wir gehen jetzt auch nach oben. Mal schauen, was uns da erwartet. Erstmal nichts Besonderes, okay. Das erste, aber auf jeden Fall wird die kämpft. Da haben sie sich aber gut durchgemetzelt. Isabel, die sichtlich erschöpfte Halborken vor dir trägt eine Rüstung, die mit dem Imados Goldschwert verziert ist. Sie hat offenbar in den letzten Tagen noch wenig geschlafen. Ihr Gesicht ist voller Ruß. Auf ihrem Schwert klebt frisches Blut. Ihre nussbraunen Augen blicken hart und starr und ihre feste Stimme scheint es gewohnt zu sein, Befehle zu erteilen. Sie mustert dich überraschend, prüft wohl, ob du Freund oder Feind bist und öffnet den Mund, um dich doch was zu fragen. Und doch, dann erstarrt sie, als sie eine Welle entdeckt. Eine herzliche Umarmung. Wir haben sich wohl lange nicht mehr gesehen, oder sie ist einfach nur glücklich, dass sie noch lebt. By the goddess, Nevi, I'd almost lost all hope. Oh ja, die Hoffnung war fast verloren, aber wir sind zum Glück nach oben gekommen. I'm here. This here's a new friend. He rounded up those of us who survived the fall and led us up to the surface. Without him, we'd never have made it out. Ja, ich habe sie auf jeden Fall zur Oberfläche geführt. Ich habe sie für ihre Sicherheit gewirkt. Let me introduce you to my wife, Arabeth Tirabade, head of the Eagle Watch. Okay, das ist noch interessanter. Das ist ihre Frau. Sind verheiratet? Until the army arrives, I'm the temporary warden of Canavras. And you're just in time. As you can see, we're in the middle of a battle. And thank you for getting Anevia out of there. Die schlägt die ganze Zeit, die Schlacht ja so, wie das hier aussieht. Hat sie auch einiges zu tun gehabt. Sie bedankt sich natürlich, dass wir Anevia rausgeholt haben. Wir fragen wir erstmal, wo sind wir hier eigentlich? The Grey Garrison. Until recently it served as barracks for the Crusaders, but it's now been taken over by cultists. Okay. Sie diente vor kurzem noch in der Kaserne für Kreuzfahrer, aber mittlerweile ist sie auch in der Hand der Kultisten. Okay. Also was ist das Ziel der Schlacht? Eigentlich ist es logisch, die ganzen Dämonen zu vertreiben. When the demons attacked the city, their main target was the Wardstone. I trust I don't have to explain to you what the Wardstone is and how important it is to the Crusaders. We must retake it at any cost, or the fall of Canavras will be the beginning of the end of the Crusades, and with them, the rest of the world. Also die Dämonen müssen auf jeden Fall ausgemerzt werden, die hier die Stadt halt angegriffen haben, weil wenn die Stadt fällt, ist es der Anfang und Ende der Kreuzfahrt für die gesamte Welt. Also danach, wenn die Stadt gefallen ist, soll wohl keine große Chance mehr dafür bestehen. Ja, ich habe aber auch noch wichtige Informationen von den Kultisten, also willst du die hören? Very good. Report to me in full when we get back to the Defender's Heart. It's our temporary headquarters. Right now, the most dangerous cultists are here. The ones occupying the Grey Garrison. Kultisten müssen wir auf jeden Fall auslöschen, weil sie die Garnison unter ihre Kontrolle gebracht haben. Aber wir sind hier noch auf ein Mischvolk gestoßen. Hier, das ist Lan.
Most people in Canabras think that the children of the first Crusaders are simply a legend. Other people say that the day you emerge on the surface heralds the start of the end of the world. I'm not superstitious, but the situation is apocalyptic, all right. Also, Having a living legend on our side can't hurt. sagt halt auch, es gab eine Legende darüber, aber man hat sie halt nicht wirklich geglaubt. Vor allem, wenn sie an die Oberfläche kommen würden, würde die Welt untergehen. Ja, die Lage selber hier ist natürlich schon sehr apokalyptisch und da ist dann halt so eine Legende wohl nicht ganz so schlecht. Come on, living legend? A walking folktale maybe? I just need to make sure I don't turn into a running joke. Ja, er hat wohl Angst, nur eine Lachnummer zu werden, aber wir kennen ja Laden. Er ist weich, er ist gutherzig. Er hält aber auf jeden Fall das, was er verspricht. Also, wie ist die Lage in der Stadt? The city's gone. Most of the defenders, including the dragon Torendalev, fell in the first few hours. The civilians either fled or died in the chaos. Also, die Situation ist sehr schlecht. Don't talk like that. Canabras hasn't fallen. Not while it still has defenders like you and me. Ja, trotzdem müssen wir erstmal die Stadt zurückerobern. Sweet words don't change the grim truth. Ja, das ist wahr. Das ist die traurige Wahrheit. Und diese Worte ändern daran halt natürlich gar nichts. No, she's right. Thank you, Knight. Until we no longer have the strength to hold a weapon, until Iomedae abandons us, we will fight for Canabras. Also wenn wir uns erinnern, wir haben schon einmal was vom Schutzstein gehört halt, ne? Also das war noch ein Weilchen davor, ein paar anderen Parts. Aber warum ist der Schutzstein so wichtig? The Wardstones are a gift of Iomedae. Created personally by her herald, a mighty angel, and a general of the celestial armies. The Wardstones keep the world wound from expanding. They stand along the border of the territory controlled by the demons, creating a barrier to keep them inside. The Canabras obelisk was the first to be placed. It is the key to the whole barrier. We cannot leave it in the hands of those monsters from the abyss. Also der Obelisk, also der Schutzstein, wurde hier als erstes aufgestellt und ist der Schlüssel in der gesamten Barriere, die verhindert, dass die sogenannte Weltwunde sich weiter ausbreiten tut. Und dementsprechend ist der Schutzstein natürlich enorm wichtig, weil wenn der weg ist, können die Dämonen ungehindert überall hin. Aber wie ist das Ding in der grauen Garnison gelandet? But this time, their Lord Discari appeared in the flesh. He ripped the wardstone from the ground and hurled it halfway across the city to here. I thought the stone was destroyed, but it seems all is not lost yet. Okay, der Dämonlord selber hat das Ding gepackt. Deswegen ist er hier. So, er hat das Ding gepackt und durch die halbe Stadt geschleudert. Sie dachte zwar, das Ding wäre zerstört, aber der Schutzstein ist noch voll intakt. Ja, somit haben wir noch eine Chance. Ja, heilig hin oder her, aber bestimmte Unheiligkeit kann halt so was verbrennen, schon entgegenwirken. Also, wir haben auch keine Zeit mehr zu verlieren, wir müssen in den Kampf. Richtig, das ist mein Kampfsteil, nicht nur von mir, sondern auch von meinen Verbündeten. Ja, der Typ wieder mal. Lord Horgus Worm, forgive me. I did not realize we had civilians among us. My people will escort you somewhere safe. To the extent that anywhere. Damit sind wir den Typen halt auch wirklich los. Und müssen uns nicht mehr um ihn kümmern. Der wird in Anführungsstrichen in Sicherheit jetzt gebracht. That's right. Fighting spirit is the one thing that we've got plenty of. Actual fighting power, that's not so great. Fighting know-how, even worse. But fighting spirit, at least we're rich in that. Ja, Jelan merkt mal kurz an hier, Kampfgeist. Ja, Kampfgeist haben wir genug. Aber Kampferfahrung, ja, das sieht sehr schlecht aus. Und von der Kampfkraft wollen wir auch gar nicht erst reden halt, ne? Ja, das stimmt schon.
Also die schreien auch jetzt erstmal los hier. Gut. Mal gucken, was die hier so haben. Äxte. Na gut, wir sind so vollgestellt, wir können nicht allzu viel mitnehmen. Können wir hier noch was entdecken? Geschichtlich? Ne? Gut. Oh. Da sind die Kultisten. Oha. Eigentlich brauchen wir gar nicht allzu viel vorstellen. Na, was macht ihr eigentlich da? Boah. Eine schöne Sense. Ich nehme eine Sense mit. Machen wir uns halt zum halben Tod. Aber die Zauber nehme ich mit, die wiegen halt so gut wie nichts. So eine hübsche Sense? Warum nicht? Aber die würde ich gerne nehmen. Sense auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir müssen uns ja auch darum kümmern, da erstmal, dass wir eine Rüstung tragen können, ne? Weil so einfach ist das jetzt gerade auch nicht. So, öffne mal das Schloss da. Vielleicht haben wir da noch ein paar Vorräte für uns. Okay, wir kriegen die Tür nicht auf. Hey, ich kenne euch. Ihr gehört zu diesen Kultisten. Wie geht's mir, Freund? Wollt ihr mitkommen? Wir werden bald alle tot sein, aber wir leben. Ich kann nicht. Kommt schon, vergiss die Versager. Die Kreuzzüge sind vorbei. Bald werden die Dämonen über die gesamte Welt herrschen. Oh Mann, das wird jetzt gleich richtig lustig. Wird schon schief geht. Lang lebe Beowulf. Feiger Verräter. Ich schwöre Ihnen zum Schwert, dass ihr dafür bezahlen werdet. Und auf jeden Fall, ey. Kann ja wohl nicht geben, auf jeden Fall verrät er uns. So, die kümmern sich dann halt um die. Wir... Alter, das sind so viele. Ganz ehrlich. Wäre effektiver, wenn wir uns so den da hinten da setzen und die erstmal eine Seite komplett ausmerzen. So, wir quetschen uns hier einfach durch, sodass die anderen hoffentlich hinter uns bleiben. Ja, genau. So, jetzt haben wir nämlich einen Schutz mehr von denen. Ah, wunderbar. Die halten zum Glück nicht viel aus, aber man sollte sie nicht unterschätzen. Dann haben die viele Zauber. Aber wirklich sehr, sehr viele. Tränke sind sehr wichtig. Ja, wir nutzen das halt einfach, um uns selber gut auszurüsten, halt, ne? Ja, die kämpfen sich da durch, jetzt gäbe es keinen Morgen mehr, ey. Da sind viele noch regelrecht schwach. Halt, die sind halt wirklich sehr, sehr stark. Gucken wir erstmal. Kann ich da rein? Alles ist jetzt eingestürzt. Okay. Ja gut, dann auf zum dritten Stockwerk. Sollen wir nochmal nachgucken, aber ganz ehrlich, wir gehen. Auch nicht. Oh. Glück geben wir. Ich glaube, das würde uns nicht gut bekommen, wenn wir dort bleiben würden. Ne? Ich
so einen Stein auf den Kopf zu bekommen, vor allem von der Größe, ich glaube, da hättest du mit dem Kopf nicht lange gegen. Egal. Unser Ziel ist das Ding. Oh, was ist denn da jetzt? Sieht nicht so gemütlich aus. What's this? Do we have guests? Just in time. The place is a bit of a mess, and I haven't even poured the blood into the goblets yet. Why don't you... Oh! Aha. Also, sie fragt halt, also Minago ist eine Dämonin. Das Gesicht der Dämonin wäre als hübsch zu bezeichnen, wenn sie Augen hätte. Sie verziert den Mund langsam zu einem süßhaften Lächeln. Ja, wenn man das Bild also betrachtet, sie hat irgendwie was, ne? Aber ohne Augen ist es halt so, ja. Yeah. What an unexpected surprise! Staunton, my little sweetheart. Long time no see. I've missed you so much. Have you missed me? Admit it. You missed me terribly. Ah, okay, that's it. You again, you wench! Okay, er kennt sie auf jeden Fall. Minago, the one who... Be careful. She's one of the deadliest creatures in the whole demon horde. She was once responsible for a massacre in Canabris. She must be back to finish what she started. Okay, sie ist auf jeden Fall einer der tödlichsten Dämonen, die dort in diesen Reihen halt umherwandern. Und ja, klar, Staun kennt diese Dämonen, aber hey, Chaos ja halt, ne? Hey, Dämonenfrau, was ist mit der eigentlich los? How rude! You're one to talk, mortal, with a face that even a mother would loathe. Staunton, sweetie. You're not going to let your friends speak to me like that, are you? Ich glaube, wir haben sie ein wenig beleidigt. Aber nur ein klein wenig. Aber sie versucht mit Staun irgendwie eine Liebesbeziehung zu führen. Wer weiß. That wench? She's the one who led me astray. She's the reason my life has gone to the abyss. She's the reason why Teresen fell. Also er gibt ihr halt auch komplett die Schuld, dass sie ihn irregeleitet hat, warum da jetzt sein Leben den Bach runtergegangen ist und warum Dress gefallen ist. Oh my, like butter wouldn't melt. What I remember is how eagerly you would run to our trysts, how you begged to see me again, how you promised you'd do anything I asked. By your own free will, you said this. And now you claim that Dresden fell because of me. No, no, my dear. That was entirely your own doing. Okay, sie hatten auf jeden Fall ein Techtelmechtel miteinander, weil sie sagt dann halt auch so, sie weiß noch ganz genau, wie begierig er da halt hinterher gerannt ist, wenn sie halt wieder so ein kleines Stündchen hatten. Er hat auch aus freien Stücken versprochen, alles für sie zu tun. Und Dresden sei nicht wegen ihr gefallen, sondern alles sein Werk. Okay. Wer hier die Wahrheit spricht oder lügt, das können wir halt so nicht sagen. Now, Staunton, don't say things like that. Not about these lips, the ones you kissed so sweetly. Staunton, dearest, don't you love me anymore? Ja, auf jeden Fall geht sie weiter die Schiene entlang. Sie will ihn wieder auf ihre Seite ziehen, vielleicht um ihn halt wieder halt zum Benutzen und was auch immer. Aber er will nicht mehr, eindeutig nicht mehr. Sie haut dafür auch erstmal rein und wir haben erstmal jede Menge Kleinvieh vor uns. Und weil wir Kleinvieh vor uns haben und so weiter, werden wir halt versuchen, da ein wenig dagegen zu halten. So, komm mal hier zurück. Du komm mal auch zurück. Du heile mal die Wunden von ihr. Also die Viecher sind stark halt, ne?
Hallo. Kommt mal zurück hier. Was soll denn das? Warum rennt der so weit mal vor? Wir haben einen guten Trupp, der ultra stark ist. Können wir uns das auch leisten, halt hier ein bisschen vorsichtiger zu sein. Weil jetzt bin ich hier schon wieder halb tot. Bald ist der Stab aufgebraucht. Damit ist das Ende des Stabes gekommen. Was war denn hier so? Spitze, Wurfsterne. Also ich glaube, die Schützen haben halt gut reingedonnert. Wirklichkeit. Das ist auf jeden Fall der Schutzstein, ne? Also der Obelisk. Versuchen da irgendwas dran. Du bist dem Gegner auch begegnet, der das Schadensreduziert an Voodoo besitzt. Zwei Hauptcharaktere, also da. Ein betäubender Schrei. Okay. Also, als du die Kammer betrittst, scheint sich die Blicke zu trüben und deine Knie knicken ein. Du hast Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Die Luft ist von der Macht erfüllt, die von den Steinen ausgeht. Plötzlich ist dein Kopf voller Stimmen. Schreie, Geflüster, Gelächter, Drohung. Stimmen, die dich hier um Hilfe flehen. Stimmen, die fluchen, dich beschimpfen. Du zwinkerst und die Illusion verblasst. Congratulations. You made it all the way here. This is it. Your precious wardstone. Well, what are you planning to do now, I could kill you where you stand, but wouldn't it be nice if you could die in battle like heroes? No. I want you to die in despair, scrabbling around like rats in the blighted ruins of your city, blind and broken, your flesh scabbed and seeping, and every moment. Also sie will uns das Leben definitiv nicht weiter versüßen. Sie will eigentlich genau das Gegenteil, das so schlecht wie möglich machen, bevor man stirbt halt, ne? Sounds terrifying, except that's how we've been living for generations. Laden sieht daraus einen Fitz dazu. There isn't a soul that can resist the temptations of the abyss. Even a stone can be turned. I'm not joking. Your precious wardstone, weakened from the injury inflicted by Discari, has almost succumbed to my charms. Soon the whole barrier around the world wound, the gift of your useless goddess, will be a weapon of the abyss. Just a little more and boom. Every city with one of these eyesores stuck in the middle of it, from Canabras to Nerosian, will turn into smoking craters, and all the mortals into red sludge beneath our hooves. Also sie will den verdammten Stein verführen, damit halt sie den Schutzraum einreißen kann. Sie will halt die Weltenwunder somit halt komplett aufreißen, sämtliche Städte dann in einen Krater verwandeln. Ich glaube, damit sind wir nicht so ganz einverstanden. Wo sollen wir denn unsere Sachen verkaufen, wenn alles platt ist? So you have a choice, especially you, my pet. Kiss me on my dainty hoof, pledge your loyalty to Baphomet, and when the world falls, its ruins shall be. Also davon abgesehen, eher hebe ich mich selber zu meinen Dämonen, anstatt einen anderen Dämonen halt anzubeten und so weiter. Also das machen wir so oder so nicht. Aber ich werde sie jetzt noch nicht extra drum beleidigen, weil ich bin ja nicht so ein Rage. Aber ich will gerne wissen, wer sie ist. You've already forgotten me. You mortals have awfully short memories, even shorter than your little lives. Staunton, sweetums, don't you want to introduce me to your friends properly? No? Well, I'd better do it myself. I am Minago, Lily II and faithful servant of Baphomet, and leader of his armies. The city is mine now. I'm just starting to settle in, get things just how I like them. But once I'm finished, I promise you, the results will be simply to die for.
Ja, okay, sie And it ist was halt die such a Anführerin. charming little place until you sullied it with your presence. It had such lovely boulevards, quiet and shaded. You took those away from me, and I shan't forgive you for that. Camilla ist damit nicht so ganz einverstanden, dass sie die ganze Gegend umgestalten will, weil das war ja vorher sehr hübsch. They've done much worse things than spoil the promenades. All the people they've killed. Jeder nimmt halt erstmal noch gleichzeitig an, hey, die hat nicht nur die Promenade zerstört, sie hat halt auch den Leben genommen. Yes, yes, of course, you're right. I grieve for the common folk as well. Hehehe. So, wir könnten das. Also, was macht er mit den Steinen? What am I doing to it? Probably the same thing I did to many of your comrades. Sweetly and tenderly persuading it to abandon the mortals and join our side. Ja, schwer zu sagen halt, ne? Aber Prepare to fight to the death, demon. We won't let der that Ziel wird natürlich gleich angreifen. Aber wir wollen, dass sie halt aufhört. Also ich könnte natürlich jetzt sagen, ich bin heilig, aber wie gesagt, ich werde eher selber zum Dämon, anstatt ich das hier irgendwo anderes anbete. Also. Du bist das Reden überdrüssig. Warum musst du ihr zuhören? Warum kannst du nicht einfach zerfetzen, verschlingen, wen du willst? Wer auch immer dir im Wege steht, ein bösartiger Schrei steigt unaufgefordert in deine Kehle auf. Du hast die Handlung ausgeführt, böse. Hey, are you alright? If you're planning on going berserk, don't forget who's friend and who's foe. There she is. The demon! Go get her! Ja, der Zwerg merkt halt auch mal, wenn ihr berserk gehen wollt und so weiter, aber vergesst bloß nicht, wer Freund und Feind ist. Haut durch die Dämonen, aber auch nicht uns. Willenwurf gescheit, für wen hält sich dieser Zwerg? Wer kann es wagen, den Befehl zu erteilen? Du wirst ihn zu Schweigen fliegen, für immer. Der Zorn bricht aus dir heraus. Du kannst noch in Gedanken, du willst schauen, die Augen ausstechen, ihm das Herz aus. Oh mein Gott. Enemy approaching. Ah, ich will aber nicht. Ich will nicht. Ich will dem Zwerg nichts tun. That's it. I'm tired of playing around now. You want to know what will happen when I'm done with the ward stone? Ja, die Dämonen flüstern den Zauber in den Wogen aus der Dunkelheit der Kammer. Die schmerzerfüllten Laute der Gefährten sind nicht verglichen mit dem, was du fühlst. Er tötet tausende Stimmen und Geister und ertränkt dich mit den Schreien und Klagen. Ein heftiger Schmerz durchzustehen in dein Schädel. Dafür wirst du bezahlen, Dämonenabschau. Und zwar teuer. Powerless rage. I love it. Threaten. Die dröhnende Stimme aus dem Schrei und das war, dir wird schwarz vor Augen. Okay. Vor allem sind die Schreien nicht gerade leise, ne? Warum wird mir schon immer schwarz vor Augen? Lass mich doch die einfach niederstrecken. Ich bin kein Engel. Eher den Dämonenweg. Aber den Dämonenweg auch nicht komplett. Das definitiv nicht mein Ziel ist. Aber das müssen wir erst freischalten. Bis dorthin wachen wir halt irgendwo auf. Praise Iomade, you woke up. Healing your wounds was easy, but you were unconscious for so long. I was starting Ja. to worry we'd lost you. Liege auf jeden Fall hier, war harte Wunden, aber die waren wohl einfach zu heilen. Aber was ist We couldn't passiert? stand up to the demoness. Her spells were too strong. It's all right. We'll handle it somehow. You blacked out, but Staunton and I managed to get you here to the Defender's Heart. It used to be a tavern, but now it's our headquarters. We're Boah, gathering ich our krieg auf jeden forces Fall here, and we're jede preparing Menge to XP. Also, die Dämonen konnten wir nicht besiegen. Ich verlor das Bewusstsein, es ist also wohl nichts weiter wirklich passiert. Aber sie und der Zwerg haben mich hierher gebracht.
Als Name erwähnt wird, sieht er dich beunruhigt an. Ein Angriff auf ihn schien nicht unbemerkt geblieben sein. Dort wurde jedoch der dämonischen Magie deiner Gegner zugeschrieben. Ich habe meine Willenskraft nicht unter Kontrolle gehabt. Also, die Nachricht von Kultisten. Anscheinend ist da bla bla. Unfortunately, I don't have enough people to attack the place right now. At least not blindly. I'd be grateful if you snuck in there and scouted out the situation. But just scouting. Don't be a hero. Ja, gut. Wie ist die Lage in der Stadt? Bad, but not hopeless. We're constantly getting news, and new sources of resistance keep springing up in the districts where everyone seemed to be dead. The survivors are gathering here. You should see them. Their faces, their eyes burning with determination. The city is destroyed, but our resistance is not broken. We will keep fighting. Also wir werden weiterkämpfen. Die Situation ist schlecht, aber nicht hoffnungslos. Das hört sich schon mal gut an. Also was haben wir vor? What the demon said. They're going to desecrate the ward stone and blow up the whole barrier around the world wound. That would be an even worse disaster than the world wound's expansion before the Second Crusade. Not only Canabras, but every city with a ward stone will be destroyed, including the capital. Kann ich euch irgendwie helfen? First of all, we need to decide what to do with the stone once we get it. What I'm about to say is classified. A traveler came to the city recently. A blind elf calling himself the Storyteller. He insisted he be allowed to examine the ward stone, and he raised the alarm when his study was finished. Even before the demon attack, he had found some damage or flaw in the stone. Okay, das wird interessant. Ein blinder Elf kam halt. Er hat den Stein untersucht. Er ist eigentlich ein Geschichtenerzähler, aber er hat halt einen Makel an den Stein gefunden, schon vor den Dämonenangriff. Dismissed his words as nonsense, borderline blasphemy. But between you and me, the prelate's opinion isn't worth much. I think the storyteller knew what he was talking about. We could use his advice right now, if only we knew where he was. I remember the storyteller spent a lot of time talking to Staunton, a dwarf from my unit. You saw him during the demon attack. The elf asked him about the history. Also das mit dem Zwerg, das ist halt schon so eine Sache für sich, ne? Dadurch, dass wir ihn angegriffen haben, habe ich schon ein klein wenig schlechtes Gewissen. Aber ja, was passiert ist, ist passiert. Was wollen wir machen? Den Elf hat auf jeden Fall mit denen unterhalten. Vielleicht. There's another problem. After the attack, the demons began to gather their forces at the Grey Garrison. It'll be even harder to take them with a head-on assault. But I once heard soldiers talking about a secret entrance to the garrison. Trouble is, I have no idea where to look for it. Wollen die Garnison wieder angreifen, aber wir brauchen einen Geheimgang. Angeblich soll einer geben. Ich soll die Augen offen halten. Okay. The Eagle Watch has lost a lot of soldiers recently. Some were killed, but others simply haven't been seen since the attack. In the chaos that is now Canabras, it's next to impossible to confirm anything for sure. One of the missing fighters is Janna Aldori, a new recruit in the Watch. She got along well with Sela, and she often went drinking with her. Okay, wir sollen eine vermisste Kämpferin auf jeden Fall finden, Janna. Sie ist halt sehr gut befreundet mit Sela, sie haben zusammen gesoffen. Okay. We're still fighting, which means that Yes, one more thing. If you're in the area, check out this address. It's our house, mine and Anevia's. Well, it was our house. If the building is still standing, open the hidden compartment in the kitchen. It's filled with supplies for a rainy day. You can take whatever you find. Wir können in ihre Küche von ihrem alten Haus, falls es noch steht, und dann halt dort was mitnehmen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Aber Leute, wir wissen ja alle, ne? Ich bin schon weit über die Zeit. 10 Minuten, um genau zu sein. Ist aber nicht so schlimm. Da lief es halt auch ein bisschen länger hier. Wir sind halt weit auf dem Pfad des Bösen unterwegs. Gehen langsam in den Dämonenmacht, aber verlieren also immer wieder die Kontrolle darüber. Müssen wir halt ein wenig aufpassen. Na klar, mit den Engeln wäre das sicherlich halt easier, aber wie gesagt, ich will einfach nur den Engel. Der wäre natürlich perfekt für gegen die Dämonen. Aber für heute ist es dann erstmal Schluss. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt wieder mit Pathfinder mit Erzshadow. Also ciao, ciao, bis bald. Euer Erzshadow.